Hallo zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem kleinen Tutorial möchte ich euch mal zeigen, was ihr alles mit den Garmin Standard Zifferblätter machen könnt. Hier gibt es nämlich einige Sachen, die ihr einstellen könnt oder individualisieren könnt. Das möchte ich euch an dieser Stelle hier mal kurz vorstellen. Ihr habt natürlich bei den Garmin-Uhren immer die Möglichkeit, auch Zifferblätter im Connect IQ Store herunterzuladen. Aber wie gesagt, in den Standard Display Designs habt ihr auch schon einige Optionen. Das Ganze geht zum Beispiel mit der Phonor 265, die ich hier liegen habe, mit der Apex Pro oder mit der Phonor 965, als natürlich auch zum Beispiel jetzt hier mit der Phoenix 7 Pro. Das ist möglich, aber auch natürlich mit älteren Modellen geht es an dieser Stelle auch. Ich zeige das Ganze jetzt hier auf der Apex Pro. Es kann sein, dass ein, zwei Datenfelder, die vielleicht hier auftauchen, nicht zum Beispiel auf der Phonor 965 sind oder auf der 265. Das kommt dann hier ganz auf die Uhr an. Ja, wie geht das Ganze? Ganz einfach. Wir drücken einfach erstmal hier ganz links in der mittleren Taste hier länger drauf und dann kommen wir hier ganz klassisch zu den Display Designs. Das kennt ihr wahrscheinlich schon längst. Also ja, man kennt es einfach, dass man hier durchscrollen kann und dann bekommt man hier die ganzen Display Designs angezeigt, die Garmin schon zur Verfügung gestellt hat, als natürlich auch die hier, die ich jetzt hier in Garmin Connect heruntergeladen habe. Ich würde euch das Ganze aber gerne heute mal an diesem Zifferblatt zeigen, weil mir das einfach ganz gut gefällt, mir aber hier die Farbe nicht so gefällt und hier auch vielleicht die Datenfelder nicht so ganz passen. Wenn wir es jetzt dann ausgewählt haben, können wir einfach jetzt hier rechts oben reingehen, dann könnten wir jetzt Anwenden klicken und dann wären wir ganz zufrieden. Wir haben natürlich auch die Option, das Layout zu ändern. Das macht jetzt an dieser Stelle keinen Sinn, weil wir das Layout schon ausgewählt haben. Und dann habt ihr einmal die Möglichkeit, eure Daten zu ändern. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf und dann sehen wir jetzt auch schon, dass die ersten Felder hier blinken. Ihr habt dabei die Option jetzt hier oben das Vormerhalt zum Beispiel stehen zu lassen. Ihr könnt dann aber auch auf die VO2 Max gehen oder dann zum Beispiel hier an die Uhrzeit, wann der Sonnenuntergang ist oder hier oben aufs Datum. Sehen hier, dann blinkt das immer, je nachdem wie ihr das dann hier einstellen wollt. Wir gehen jetzt einfach mal auf Vormerhalt und sagen wir hier, möchte ich nicht haben. Dann drücken wir hier links unten auf die Taste und dann kommt hier auch ein Auswahlmenü und wir sehen jetzt hier oben, werden dann alle grafischen Möglichkeiten angezeigt, die es hier gibt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Akkulaufzeit mit einem grünen Balken, wie voll der Akku ist, als natürlich dann auch hier den normalen Apex-Namen, das ist natürlich möglich. Das Datum ist möglich, als auch die Schritte oder hier zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang könnt ihr euch oben anzeigen lassen. Dann habt ihr natürlich die Option Herzfrequenz, als auch die Garmin Body Battery. Ich für meinen Teil nehme hier immer gerne die Schritte, dann wählen wir das Ganze aus, beziehungsweise gehen dann hier runter. Ich sage jetzt auch, die VO2 Max brauche ich nicht. Auch hier habt ihr dann die Option, das Ganze dann einzustellen. Wie ihr seht, die Datenfelder sind hier ähnlich wie jetzt oben. Da können wir zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte jetzt hier dann den Akkustand haben. Und so sehe ich dann eine Übersicht meines Akkus. Wenn wir jetzt links zum Beispiel auf die Höhe gehen, die jetzt für mich nicht wichtig ist, habt ihr dann auch die Möglichkeit, dann hier das auszuwählen. Dann sehen wir hier, kommt auch wieder ein Auswahlmenü und dann könnt ihr euch einfach auch hier entscheiden, was ihr nehmen wollt. Ich nehme zum Beispiel jetzt die Garmin Body Battery, die wähle ich jetzt aus und lasse ich mir dann anzeigen. Und so ist dann hier das Ganze mit den Feldern eingestellt. Dann klickt ihr einfach so lange rechts oben, bis dann wieder das Feld hier aufgeht. Dann seid ihr durch alle Datenfelder einmal durch. Und dann habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Farbumgebung einzustellen. Das ist der nächste Menüpunkt unten. Und hier habt ihr dann die Option, wenn wir jetzt mal auf die rote Zahl schaut, hier die Grundfarben einzustellen. Wir sehen jetzt hier, da habt ihr alle möglichen Möglichkeiten, das Ganze auszuwählen, je nachdem, welche Farbe ihr möchtet. Ich mag zum Beispiel hier sehr gerne gelb. Jetzt gehen wir einfach so lange, bis gelb kommt. So, jetzt haben wir hier gelb. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel, die 10 ist jetzt gelb, als auch die Striche sind hier an dieser Stelle auch gelb. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das gefällt mir nicht so gut. Das ist das eine grün, das eine blau, das andere ist gelb. Dann habt ihr natürlich aber auch die Möglichkeit, wenn wir hier nochmal rechts oben reinklicken, können wir jetzt hier auf Datenfarbe gehen. Das wählen wir auch aus. Und dann habt ihr hier genauso die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte einmal hier die Default-Einstellung haben, wie es normalerweise ist. Oder auch hier seht ihr dann, da wird alles hier farblich eingefärbt, können wir auch hier zum Beispiel auf die Farbe Gelb gehen und dann werden auch hier die Fortschrittsbalken, also wir sehen hier den Fortschrittsbalken unten gelb, als natürlich auch oben. Bei den Schritten ist es übrigens so, der Balken ist dann wieder leer, wenn die Ziele erreicht sind. Also ich habe 5000 als Schrittziel, deswegen ist der an dieser Stelle hier voll. Und so habt ihr das als gelben Balken und könnt dann einfach hier rechts klicken und sagen, dass ihr das Ganze haben möchtet. Sagt ihr einfach anwenden. Und so habt ihr dann euer eigenes individuelles Display-Design erstellt. Das Ganze ist natürlich auch für die anderen Display-Designs möglich. Also es ist nicht nur das Rundmenü. Wir haben jetzt zum Beispiel hier auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt das hier nutzen, dann habt ihr natürlich auch hier die Möglichkeit, die Datenfelder einzustellen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, als natürlich auch je nachdem, wir sehen jetzt hier zum Beispiel Sportart wählen. Da gibt es dann ein anderes Menü, kann man sagen, hier Radfahren. Und dann wird das Ganze hier auf Radfahren gemünzt.
Und so habt ihr dann auf jeden Fall auch hier, je nach Display-Design, hier die Möglichkeiten, verschiedene Datenfelder einzustellen. Das Ganze an dieser Stelle jetzt nichts Spektakuläres, aber ich wollte einfach mal zeigen, dass wir hier schon einiges auch selber machen können, ohne Garmin Connect IQ, mit den eigenen Feldern, weil nämlich ein weiterer Vorteil ist auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Garmin Body Battery als Datenfeld ausgewählt habt, dann könnt ihr hier nämlich draufdrücken und kommt ihr automatisch in das Widget hinein. Und das unterstützen nur Garmin-Widgets bzw. Garmin-Zifferblätter, weil die hier dann direkte Anbindung haben, oder hier auch bei Schritte, wenn ihr länger drauf drückt, dann kommt ihr auch in das Schrittziel hinein, und so habt ihr das Ganze dann auch hier als Möglichkeit, das hier auszuwählen, und habt ihr quasi auch einen Schnellzugriff, was ihr bei Drittanbieter-Apps an dieser Stelle hier nicht habt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, eure Uhr hier ein bisschen individueller zu gestalten, beziehungsweise eure Uhr auch wieder weiter kennenzulernen. Du kannst natürlich in die Kommentare auch gerne mal schreiben, ob das Ganze hier auch so mitnutzt, beziehungsweise was so deine Favoriteneinstellung ist. Wenn das Ganze gefallen hat, lass auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Viel Spaß beim Einstellen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.